Hallo, diese beiden kleinen Bilder, lustige Kleistertiere, die habe ich auf Papier gearbeitet und dann auf Holz aufgezogen. Die gefallen mir sehr gut und ich wollte euch heute an einem Beispiel zeigen, wie ich die hergestellt habe. Mal sehen, was daraus wird. Das ist immer eine Überraschung. Es ist eine experimentelle Technik. Ich arbeite auf einem quadratischen Stück Papier, Zeichenpapier, etwa 170 Gramm pro Quadratmeter. Und um diese Technik auszuführen mit dem Kleister, brauche ich zunächst eine Versiegelung. Dazu könnt ihr Acrylbinder nehmen. Ich habe hier ein Acrylmalgel. Das streiche ich gleichmäßig und glatt mit einem Spachtel auf. Danach müssen meine Blätter gut trocknen und erst dann kann ich mit der Technik beginnen. Mit einem Malerkrepp klebe ich das vollkommen getrocknete Papier ganz knappkantig auf meine Unterlage. So habe ich später einen Rand, den ich gerne nutze, und das Papier kann nicht rutschen. Für meine Technik brauche ich natürlich Acrylfarbe. Hier habe ich ein Indigo und ein Braun und etwas Kleister. Diesen habe ich schon fertig angemischt. Es ist Tapetenkleister. Dazu gebe ich mindestens die doppelte Menge zu der Farbe. Kann auch ruhig noch etwas mehr sein. Und diese beiden bzw. diese drei Elemente mische ich gleich miteinander, um die Kleisterfarbe zu bekommen. Dann brauche ich natürlich noch Papier, mit dem ich dann drucke. Eigentlich eignet sich am besten Zeitungspapier, also etwas saugfähigeres Papier. Ich habe leider kein Zeitungspapier mehr, habe mir verschiedene Papiere zusammengesucht und werde einfach mal probieren, welches davon funktioniert. Ihr werdet sehr schnell merken, dass das Zeitungspapier eigentlich am besten funktioniert. Und meine ersten Beispiele hatte ich auch mit Zeitungspapier gedruckt. Im ersten Schritt werde ich jetzt die Farbe mit einem großen Pinsel mit dem Kleister vermischen. Beides muss nicht gleichmäßig gemischt sein. Und trage das jetzt auf die versiegelte Fläche auf. Durch die Versiegelung zieht die Farbe nicht in das Papier ein, sondern bleibt oben auf der Oberfläche stehen, und durch den Kleister trocknet sie auch relativ langsam. Das heißt, ich habe ganz viel Zeit, um dort etwas zu drucken oder Spuren zu erzeugen. Das geht auch schon mit dem Pinsel, wie ihr seht. Aber ich nehme mein Papier und möchte gerne eine Form aufdrucken, eine geknitterte Form, die später mein lustiges Monster werden soll.
Das Papier versuche ich möglichst flach anzudrücken, damit möglichst viele Flächen der Falten aufliegen und von der Farbe etwas wegsaugen. Aber wie ihr seht, das funktioniert mit diesem Papier nicht. Also nutze ich einfach die Gelegenheit, streiche einfach noch etwas feuchtes Gemisch auf und versuche es erneut mit einem anderen Papier. Diesmal habe ich noch ein Seidenpapier gefunden, das ist etwas saugfähiger und ich versuche es einfach mal damit. Oh ja, das hat schon besser funktioniert. Doch mein Abdruck sagt mir eigentlich noch nicht so viel. Ich muss jetzt genau hinschauen, um dort vielleicht mein Monster zu entdecken. Dazu habe ich natürlich die Möglichkeit, Partien, die jetzt nicht zu meinem Monster passen, einfach wieder zu übermalen und so das Monster herauszuarbeiten. Mit einem Hölzchen kann ich auch noch weitere Elemente hineinkratzen, zum Beispiel Beine oder gleich ein paar Fühler oder vielleicht noch andere Elemente. Mal sehen. Hier also die Fühler, da kommt noch ein Bein, ein Fuß und so kann ich mein Monster ausgestalten. Wenn ich mit meiner Arbeit in der feuchten Farbe fertig bin, muss dieses Bild ganz lange trocknen. Am besten eine ganze Nacht lang oder ihr müsst es sehr lange föhnen. Erst dann geht es weiter. Hier seht ihr auch, warum ich die Farben so dunkel gewählt habe. Der Kontrast wird ziemlich groß dadurch zum hellen Untergrund und das Ganze hat etwas von einer Zeichnung. Aber vor dem etwas bewegten, dunklen Hintergrund wirkt es natürlich noch nicht so optimal. Dazu werde ich jetzt dieses Tier freistellen. Das kennt ihr vielleicht vom Computer her, von eurem Photoshop. Ich mache das einfach mit dem Pinsel und male einfach um das Tier herum und dadurch wird das Tier gleich viel sichtbarer, das werdet ihr sehen. Mit der weißen Farbe kann ich auch entscheiden, welche Partien von dem Tier ich auch noch wegmale. Also ich kann die Form auch noch etwas verändern, dadurch, dass ich über die gedruckte Fläche male.
Mit der dunklen Farbmischung kann ich natürlich auch noch Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel 2 weitere Beine. So, mein Monster ist freigestellt und ich kann jetzt mit einer dunklen Farbmischung, aber ohne Kleister, noch mit sehr verdünnter Farbe ein paar Schatten einfügen. Auch mit weißer Farbe kann ich noch ein paar Highlights einfügen. So bekommt das Tier mehr Kontrast und wird ein bisschen deutlicher. Was ihr jetzt hier seht, ist, es schwebt noch ein bisschen im leeren Raum. Das heißt, dieses Tier hat im Vergleich zu den Tieren, die ich euch am Anfang gezeigt habe, keinen Kontakt zur Unterseite des Blattes. Das heißt, ich muss eine Fläche definieren mit einem Horizont. Hier habe ich den Horizont eingezeichnet und die untere Fläche mache ich dann ein ganz klein wenig dunkler und etwas mehr blau. So bleibt der Kontrast zum Tier erhalten und trotzdem hat man das Tier jetzt auf einen Untergrund gesetzt. Ich möchte den vorher abgeklebten weißen Rand jetzt auch in einem Grau tönen und deswegen habe ich das Ganze jetzt von innen abgeklebt, sodass der weiße Rand oben draus schaut und ich kann ihn dann ganz einfach mit einer Farbe, in diesem Fall etwas dunkleres Grau, tönen. Das mache ich erst oben und unten, lasse es trocknen und dann mache ich das gleiche nochmal mit den Seiten. Und schon habe ich einen grauen Rand um das Bild. Trotzdem fehlt mir noch etwas. Irgendwie fehlt mir ein Element, das noch etwas mehr Tiefe bringt. Dazu füge ich noch einen Kreis ein. Das kann ein ferner Planet sein oder auch einfach ein Kreis. Da mein Tier ja nicht mit den Füßen unten auf der Unterkante des Blattes steht, braucht es vielleicht auch noch einen Schatten. Den zeichne ich jetzt erstmal vor und fülle ihn dann mit einem etwas dunkleren Ton aus.
Das sieht doch schon gut aus. Ich denke, so kann mein kleines Monster bleiben. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt auch Lust, vielleicht mal was Ähnliches, Lustiges zu machen. Ich zeige euch nochmal die Tiere vom Anfang und da werdet ihr sehen, das war nicht so viel Arbeit. Die stehen alle mit ihren Füßen, wenn man es so nennen kann, auf der Unterkante. Da brauche ich keinen Horizont, nicht unbedingt, und auch keinen Schatten. Dann wird es natürlich einfacher. Diese Form hat einfach durch ein Auge etwas Leben bekommen. Hier ist eine Art Schildkröte mit langen Stelzenbeinen, ein ganz besonderes Exemplar. Und auch dieses Tierchen, dieses leicht aggressive, steht mit seinen spitzen Füßchen direkt unten auf der Kante. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr traut euch auch mal an ein Tierchen, an ein kleines Monster heran. Bis bald!